Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Parfümerie-Nachrichten im Februar. Nein, Spaß beiseite. Hä? Oh Gott, der wird euch langweilen heute. Nein, wir haben was richtig Cooles heute mit dabei. So. Ein neues Format. Wir wollen alles dafür tun, dass du am Ende des Videos sagst, YouTube made me buy it. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir wollen euch ganz personalisierte Duftempfehlungen geben. Deswegen haben wir auch in den letzten Videos und über den Community-Tab ein paar Anfragen reinbekommen oder danach gefragt. Ihr habt die Fragen stellen dürfen nach Parfums, was für Empfehlungen wir euch geben wollen, und wir haben heute die Antworten mit dabei. Und ich darf heute auch mal wieder mit dabei sein, freue ich mich sehr drauf. Und dann schauen wir mal, ob wir für den einen oder anderen ein paar schöne Düfte ausgesucht haben. Da hole ich mir nämlich gerne den Experten an die Seite und ich würde sagen, wir starten direkt. Übertreibt man nicht, ja, no pressure. Ein bisschen schon. Wir starten mit der ersten Empfehlung von der lieben Tanjushka Duschka. Ich hoffe, dass ich die Namen richtig ausspreche. Gell? Moment, da steht noch was, da steht Tanjushka Duschka 9831. Das Danke. ist für dich. Die Empfehlung, die sie gerne hätte. Ich hätte gerne Vorschläge für blumigen Duft, nicht zu süß, kein Jasmin, kein Flieder, kein Kokos. Bei kein Jasmin habe ich ein bisschen geweint, weil da gibt es so schöne blumige Düfte. Aber egal, wir haben auch so richtig coole Düfte mit dabei. Dann, Tanjushka, das ist jetzt für dich. Wir haben uns wochenlang den Kopf zerbrochen, was wir dir empfehlen können. Nein, Spaß, ganz so schlimm war es nicht. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und haben für dich 3 schöne Düfte rausgesucht. Und mal gucken, ob da was für dich dabei ist, wo du sagst, boah, das klingt mal spannend, den würde ich gerne mal ausprobieren. Der erste ist von Crayon aus Schweden, der Passport Amour. Oh, der riecht schon lecker, ich rieche schon, wie du es aufgesprüht hast. Ein blumig-holziger Duft. Und das finde ich total spannend, weil du ja auch gesagt hast, ne, nicht zu süß. Der ist nicht zu süß, obwohl er sehr, sehr blumig ist, weil er halt diese Hölzer mit drin hat. Wobei ich schon sagen muss, ziemlich rosenlastig. Ich finde, die Rose ist hier ganz prominent im Vordergrund. Aber du hast ja gesagt, keine Jasmin und nicht keine Rose. Also ist auf jeden Fall schon ein intensiver Rosenduft. Kommt von Anfang an auch mit raus. Aber ich finde eben kein so ein typischer, blumiger Duft, wo ganz, ganz viele unterschiedliche Blüten mit drin sind, sondern eben das Besondere ist dort wirklich, dass diese holzige Basis von Anfang an meiner Meinung nach schon mit rauskommt und ihn deswegen einfach so ein bisschen abschwächt und nicht ganz so Flower Power in your face mäßig macht, aber er ist trotzdem intensiv. Ne? Man muss dazu vielleicht noch sagen, die Rose, die ist ein bisschen udig, also die wirkt schwerer, als sie tatsächlich ist. Mit der Zeit verfliegt es natürlich auch und dann stehen die holzigen Noten im Vordergrund. Machen wir weiter. Ja, Zweiter wir machen Duft. weiter. Von holzig-rosig zu einem zweiten Duft. Der ist schon auch arg blumig. Ja, aber eher weiße Blüten. Oder für mich zumindest die Assoziation ist eher so sanft, weißblütig. Ja. Auch ein etwas hellerer Duft, finde ich. Auch sehr freundlich. Ja, deutlich schwächer auch als der Crayon Passport Amour. Also jetzt, wenn man über florale Düfte spricht. Ja, und was auch schön ist, der fängt zwar, finde ich, schon auch floral schon an, aber wir haben hier sowas leicht Zitrisches nochmal mit drin. Ich finde ihn auch deutlich frischer. Ja, auf jeden Fall. Also im Vergleich zu dem Passport Amour ist der heller, frischer, leichter auch zu tragen. Das ist für mich so ein typischer Alltagsduft. Übrigens ist es der Beso de Luna von Beso Beach, haben wir gar nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Das passiert mir zurzeit öfters, dass ich einfach vergesse, die Namen der Düfte zu sagen. Also es ist der Beso de Luna von Beso Beach. Auch der letzte Duft, den wir dabei haben, geht nochmal in eine andere Richtung. Ja, und zwar das ist von OMG, der Rockin' Rose. Ich finde einfach den, um ehrlich zu sein, den Namen finde ich geil. Also OMG, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das geil findet. Nee, ich feiere es auch ein bisschen. Ja, okay, sehr gut. Das ist für mich jetzt, ich würde sagen, im Unterschied zu den anderen beiden haben wir jetzt einen floralen, fruchtigen Duft. Ich finde die Melonennote, die kommt für mich echt sofort rüber. Ich habe es schon gerochen, als du gerade aufgesprüht hast. Diese Wassermelone kommt direkt rüber. Also es ist wirklich schön. Aber wir haben auch hier auf jeden Fall blumige Nuancen mit drin. Deswegen haben wir ihn ja mitgenommen. Du hast ja nicht gefragt nach einem fruchtigen Duft. Nein, aber es ist einfach nochmal eine andere Facette von einem blumigen Duft, weil da einfach so ein paar fruchtige Komponenten mit drin sind. Ich finde auch, dass der wirklich fruchtig ist, süß und dann kommt aber das Florale eben mit rein. Für mich auch ein absoluter gute Laune-Duft. Kann ich mir gut vorstellen, jetzt gerade auch für den Frühling oder auch für den Sommer, der da kommt. Ich finde den auch so ein bisschen verspielt. Ich finde, der hat irgendwie, weckt der so meine Lebensgeister. Also Stimmt, ja. Cooler Duft und auch ein Alltagsduft, sehr würde ich jetzt mal lebensfroh, ja. sagen. Ja. Tanjushka, das war für dich. Schreib uns gerne mal in die Kommentare, ob da einer dabei ist, der dir gefallen könnte. Und natürlich würde es uns freuen, wenn du den einen oder anderen mal ausprobierst. So ist es. Gut, next one. Next Wen one. haben wir denn?
So, ich muss kurz reinschauen. Konnte mir das nicht auswendig komplett merken. Die liebe Sarah Sophie 82 hat geschrieben, ich suche einen sauberen, hellen Duft, der feminin floral ist. Also auch hier floral. Und am besten nicht so schwülzige Noten wie Tuberose enthält. Die kann ja schon mal sehr süß und fast kaugummiartig werden. Stimmt. Ja, wir haben ein paar dabei, wo keine Tuberose mit drin ist. Würdest du das jetzt unterschreiben, also mit deinem Leben? Echt? Nee, mit meinem Leben nicht. Also sagen wir es mal so, versucht. ich würde zumindest sagen, dass wir nicht prominent die Tuberose rausriechen oder wahrnehmen. Ja. Und auch nicht fahrlässig bewusst ihren Tuberose-Duft unterjubeln möchten. So, wir müssen uns auch ein bisschen auf die Marken verlassen, was die uns mit auf den Weg geben, was damit drin ist. Okay, lass uns mal reinstarten mit dem allerersten Duft. Ja, das bleiben bei der gleichen Marke. Genau, wir bleiben wieder bei OMG und jetzt gibt es den Floor Funk oder wie Lisa manchmal sagt, der Floor Funk. Ja, kennt ihr das nicht im Büro? Wobei da ist immer der, wie sagt man bei uns? Bürofunk. Der Bürofunk. Nee, Flurfunk. Der Flurfunk, genau. Ja. Also wenn der Floor Funk. In der Gossip weitergetragen wird, So. Wer kennt es nicht? Also ich würde sagen, von den Düften, die wir dir mitgebracht haben, ist das jetzt einer, der weniger zu den super frischen gehört, weil für mich einfach so die süße Orangenblüte ziemlich stark im Vordergrund steht. Ja. Punkt. Man darf auch einfach mal einen Punkt machen, stimmt. Ja. Aber auch das ist ein heller Duft. Und deswegen, also er ist nicht frisch im klassischen Sinne, aber er ist sehr hell assoziiert bei mir im Kopf und hat deswegen was in Anführungsstrichen Sauberes, aber man darf sauber jetzt nicht im Sinne von frische Wäsche und so weiter übersetzen. Also da vorsichtig, aber er ist für mich irgendwie so ein bisschen rein. Nicht ganz so verspielt auch wie der Rocking Rose, den wir davor empfohlen haben, sondern der ist schon so ein bisschen auch hell, aber nicht ganz so verspielt. Aber sehr positiv konnotiert bei mir im Kopf auf jeden Fall. Definitiv, ja. Und wir haben hier eben, wie Alex gesagt hat, die Orangenblüte mit drin. Und im Verlauf haben wir schon auch was leicht, ganz, ganz leicht Holziges, finde ich. Also der bleibt nicht pur süß, sondern wird schon schön untermauert mit was ein bisschen gesetzterem. Aber nochmal, Sarah, ganz wichtig, das ist jetzt wahrscheinlich kein typisch frischer Duft. Ja, da haben wir noch was anderes für dich mit dabei. Next one. Next one. So. Das ist, glaube ich, Lisas All-Time-Favorite. Ja. Ich weiß, dass du öfters meine Videos schaust. Dafür möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Das freut mich total. Und wahrscheinlich hast du auch schon ein Video gesehen, wo ich den über alles gelobt und geliebt habe. Denn es geht um den Sunbleached von Une Nuit Nomade. Ja. Das ist für mich ein wirklich sehr reiner, für mich cremiger Duft. Also der wird im Verlauf so ein bisschen cremig und er hat ja auch diesen Leinenakkord mit drin, was ja irgendwie so Rückschlüsse drauf gibt, dass es schon so ein frische Wäscheduft so ein bisschen ist. Also die Marke sagt ja auch, es sind Leinen, die in der Sonne in Oman trocknen und das ist es auch. Und durch dieses cremige kriegt er einfach diesen sauberen Charakter und wir haben aber auch leichte florale Noten mit drin. Ja, hätte es nicht besser beschreiben können. Alltagsduft. Immer Geher. Ich freue mich richtig jetzt auf den Frühling, wobei ich den jetzt auch schon. Wir haben jetzt Februar. Heute hat es, wie viel Grad hat es, als wir 15 Grad, haben? ja. 15 Grad, da würde ich den auch schon locker tragen. All-Time Favorite, den Sunbleach kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Damit fühlst du dich den ganzen Tag wohl. Hast du gar nicht sprechen können, gell? Aber ich liebe ihn halt. Darfst beim nächsten wieder mehr. Tschüss. Komm zurück. Wir haben nämlich noch andere im Portfolio. Machen wir doch mal mit was Neuem. Und zwar eine Marke, die wird, wenn das Video ausgestrahlt wird, ist die, glaube ich, seit wenigen Tagen online. Ja. Deswegen machen wir was ganz Neues. Eine deutsche Parfümmanufaktur. Von zwei Frauen. Von zwei Frauen. Davon Ja. gibt es nicht allzu viele in Deutschland. Als wir die Düfte ausgewählt haben von der Marke, ich hätte ja alle genommen. Die weiß ja noch gar nicht, um welche Marke es geht. Ich habe schon wieder vergessen, sag's mal kurz. Okay. Es geht um die Marke Values aus Köln. Und da haben wir dir den Duft Nummer 19, also 19, aber heißt explizit Danke 19. fürs Übersetzen. Ja, ein schöner, aquatischer, weicher, blumiger, leicht süßer Duft. Auch hier Orangenblüte, aber weniger prominent im Vordergrund. Finde ich total feminin, nicht so aufdringlich. Was ich total spannend finde, sind so Komponenten wie Meeresbrise, auch hier Leinen. Finde ich spannend als Duftnote, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas in dem Duft finde ich, was süß und ganz, ganz leicht fruchtig rauskommt. Und ich weiß aber nicht, was es ist. Also das sind nicht nur die weißen Blüten, sondern ich finde, da ist irgendwie so was Fruchtiges,
leicht Erfrischendes auf jeden Fall mit drin. Und wenn man jetzt so Meeresbrise hört, könnte man sich vorstellen, dass es so ein richtig klassischer Aquat ist. Das ist es natürlich nicht. Also der ist wirklich schön feminin, auch hell, sauber, ein bisschen cremig. Also der ist auf jeden Fall nicht pudrig. Und auf jeden Fall ein perfekter Alltagsduft. Also kann ich mir vorstellen, dass man sich mit dem Duft wirklich den ganzen Tag richtig gut und gepflegt fühlt. Last but not least, All-Time Favorite von Isabey, Avant et Après. Auch einer von meinen All-Time Favorites. Aber ich habe schon gemerkt, dass wir einen ähnlichen Duftgeschmack auch haben. Der Weißblütler geht aber in eine ganz andere Richtung. Weiße Blüten, Vanille, für mich in meiner Wahrnehmung cremig. Süß, aber nicht pappig, also nicht zu süß. Ich finde, er hat so eine ölige Konsistenz. Ich muss aber sagen, immer wenn ich den Duft auftrage, und das mache ich sehr gerne, weil der Avant Après auch auf jeden Fall einer von meinen All-Time Favorites ist, dann fühlt es sich so wie wirklich eingeölt, eingecremt und fühlt sich richtig, richtig wohl und richtig gut gepflegt. Also das ist ein so schön feiner Duft und hat eben durch die Konsistenz diesen sauberen Touch, wie ich finde. Aber er hat auf jeden Fall schon auch eine recht prominente Vanille. Also das muss man natürlich schon mögen. Das heißt, du musst auf jeden Fall weiße Blüten in Kombination mit Vanille schon mögen, um den tragen zu können. Ich finde das, was du ansprichst, dieses behütete, gepflegte, wenn man den Avant et Après aufträgt. Ich finde alle Düfte, wo Frangipani drin ist, Frangipani-Blüte, da habe ich sofort diese Assoziation. Also das hat für mich so ein bisschen was Body-Lotion-mäßiges. Cooler Duft und der geht aber in eine andere Richtung, während die anderen wirklich so Frühling, Sommer auf jeden Fall gehen, würde ich den Avant Après nicht im Hochsommer tragen. Das ist nämlich eher so ein bisschen ein kuscheliger Duft, wie ich finde. Also Herbst, Winter, safe Wahl. Frühling geht auch noch, aber an zu warmen Tagen würde ich den jetzt nicht tragen, weil er halt einfach so dieses Wohlfühl-Gekuschelte so ein bisschen ausstrahlt. Meine persönliche Meinung. So, und weiter geht's. Bevor wir mit der Chantal 1790 weitermachen, wenn auch du gerne von uns Duftempfehlungen haben möchtest, dann schreib es doch in die Kommentare. Wie stellst du dir den Duft vor, der dir gefallen könnte? Völlig egal, wie du uns den Duft beschreibst, auch wenn du sagst, ich möchte ein Gefühl vermitteln mit einem Duft. Mach's uns so schwer wie möglich. Nein! Ja, doch, wieso nicht? Ja, ist ja auch spannend. Und wir versuchen dann auf jeden Fall Düfte auch für dich zu finden und sie dir beim nächsten Mal vorzustellen. Gut, Chantal, jetzt geht's weiter mit dir. Und ich lese mal kurz vor. Hey, die Idee ist super. Ich wünsche mir Düfte, die frisch und oder cremig frisch sind. Einfach Wohlfühldüfte wie frisch geduscht. Auch geil. Coole Düfte haben wir dabei für uns. Ich hoffe, dir gefallen sie auch, Chantal. Genau. Chantal ist, ich glaube, es ist nicht zu viel verraten. Wir werden jetzt so ein bisschen in die Richtung Moleküldüfte gehen. Auch, also nicht nur, aber wir haben da 2 Stück dabei, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ansonsten frisch cremig, so wie du das haben wolltest. Alright, wir legen mal los mit dem Beso Beach Bendito Beso. Das ist mal der erste, den wir dir mitgebracht haben. Ich kann jetzt nicht schon wieder sagen, dass es mein All-Time-Favorite ist, oder? Ja, bei Lisa sind gefühlt 185.000 Düfte All-Time-Favorite, auch wenn es gar nicht so viele gibt. Wir haben den noch nicht so lange, oder allgemein die Marke, und vor allem auch nicht den Bendito Beso. Als ich den das erste Mal gerochen habe, habe ich den gleich eingesteckt und ich trage ihn immer. Ins Büro, zum Sport, immer, immer, immer. Weil? Warum? Weil er dir gefällt? Nein, Spaß. Also ist ein leicht synthetisch-aquatischer Duft. Ich würde sagen, das, was du vermittelt haben wolltest, also dieses frische, frisch geduscht, das macht er schon sehr, sehr gut. Er hat so ein bisschen frische Wäsche-Vibes, finde ich. Also irgendwie ein schöner Weichspüler. Leicht holzig noch dazu. Ja, Wäsche, die getrocknet wird im Garten, weißt du, da steht ein Baum. So stelle ich mir das vor. So stellst du dir das vor? Ja. Ich trockne auch immer meine Wäsche im Garten, neben dem Baum. Das machen viele. Das machen viele, genau. Ja. Ganz viele bestimmt. Der ist eigentlich perfekt für dich, wenn du sagst, du möchtest schon so ein bisschen dieses frische, aquatische, leicht synthetische, holzig, nicht süß. Wobei wir haben schon Blüten mit drin, also wir haben schon Weißblütler. Ich finde, die Orangenblüte macht schon ein bisschen was Süßes damit rein, aber nicht übermäßig. Ich finde aber schon, dass man die rausriecht. Okay. Ja, aber du hast halt unterschiedliche Moleküle nochmal mit drin. Helion, Cascalone. Ich finde ja die Worte furchtbar, aber eigentlich führen diese Moleküle dazu, dass eben so eine blaue Assoziation, so eine Meeresbrise, so eine Frische mit reinkommt. Und das vermittelt der Duft schon. Ja. 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 Gut. Gut. Next one. Next one. So, jetzt machen wir weiter mit dem, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht in welcher Kategorie bei den Duftstars letztes Jahr er gewonnen hat, aber er war einer der Sieger, das weiß ich noch. Und zwar, das ist der Not a Perfume von Juliet Has a Gun. Ein reiner Molekülduft, wenn du so möchtest.
frisch, synthetisch, holzig. Ich finde, er ist jetzt nicht so das klassische frisch geduscht vielleicht. Das also ist er er hat nicht, jetzt nee. nicht die so Duschgel-Vibes, gar nicht, wobei der Benito Beso auch nicht, aber ein bisschen mehr vielleicht als der Not a Perfume. Aber er ist so frische Haut, also irgendwie gut riechende Haut. Das assoziiere ich mit dem Not a Perfume und deswegen könnte er dir vielleicht auch gefallen, auch wenn er nicht so dieser klassisch frisch aquatische ist. Und auf jeden Fall dezent, wobei die Haltbarkeit von dem echt gut ist. Da war ich total verwundert, weil ich mir dachte, naja, der ist schon nicht so intensiv, aber Haltbarkeit ist sehr cool, ein intimer Duft eher. Ja, bei mir ist es so, bei Moleküldüften, das ist jetzt nur meine Erfahrung, vielleicht haben andere eine andere gemacht. Ich finde, der kommt und geht. Wenn man Molekülduft trägt, teilweise ist der super präsent für die Außenwelt und wahrnehmbar und teilweise erstmal irgendwie gar nicht. Und das, was du beschreibst, würde ich auch total unterschreiben. Ich finde, die sind so hautnah, die Düfte. Also hautnah im Sinne von nicht hautnah, dass du super nah an der Haut sein musst, um den zu riechen, sondern das ist so eine gewisse Assoziation, wie wenn man an der Haut riechen würde. Klingt das jetzt psychotisch seltsam oder? Das ist ein bisschen komisch, aber ich hoffe, Chantal, du verstehst, was wir meinen. Wenn nicht, dann schreib's noch mal rein und ich versuche das ein bisschen besser zu erklären, was hier oben in meinem Kopf vorgeht, okay? Wir kommen zu einem ein bisschen klassischeren Aquat, auch wenn es kein klassischer Aquat ist. Ja, also ich meine, Pacific Rock Moss von Goldfield Banks, ich glaube, das war der Duft, der Goldfield Banks als Marke im Nischensegment wirklich etabliert hat. Ganz am Anfang, wir haben den schon echt lange im Sortiment, ganz am Anfang war das auch eher ein Duft, der von unseren männlichen Mitgliedern getragen wurde. Das hat sich mit der Zeit super geändert. Ja. Also er hat eben diese Duschgel-Vibes. Er ist frisch, er ist aquatisch. Und trotzdem können Frauen den einfach so gut tragen. Total. Ja. Also ich finde den auch an Frauen super. Hatte ich letztes Jahr im Urlaub Cremig. mit dabei und war Wahnsinnig gerade an schöner heißen Duft. Tagen. Das ist wie eine wohlfühlende, gut riechende Dusche. Ja. Ich finde den so toll, vor allem mit diesen aquatischen, zitrischen und leicht grünen Nuancen, die da mit drin sind, ohne dass es zu grün wird durch dieses Moos. Der ist einfach cool. Und dieser Duft, der fällt mir so schwer zu beschreiben. Also da zu greifen, was man wirklich rausriecht, fällt mir manchmal echt schwer. Ich finde ihn einfach richtig cool komponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und super unisex zu tragen. Deswegen, ich kann es absolut verstehen, warum den immer mehr Frauen tragen. Ich trage den auch sehr gerne. Damit fühlst du dich auf jeden Fall den ganzen Tag wie frisch geduscht. Der hat auch echt eine gute Haltbarkeit, finde ich. Total. Da kann man nicht meckern. So, jetzt gibt es nochmal etwas von der Marke Values. Und zwar den Nummer 12. Sorry, ich muss den Joke wieder, den 12. Das meine ich aber gar nicht abwertend, weil da steht nämlich immer die Zahl drauf und dann nochmal ausgeschrieben die Zahl. Aber Und dann auf explizit in Englisch, ja. Deswegen. Genau, deswegen ist es wichtig und deswegen erwähnen wir es auch. Ja, der 12, der hat für mich jetzt, wenn man jetzt all diese Düfte bewerten würde, nach welcher repräsentiert am besten frische Wäsche, dann würde ich sagen, das ist sicherlich der 12, vielleicht ein bisschen mit dem Pacific Rock Moss, aber der 12 würde hier die Nase vorn haben. Du hast mit dem Benito Beso. Finde ich gar nicht, dass er nach frisch gewaschener Wäsche ist. Weniger als der 12. Also jetzt Ja, in ich habe meinem. ihn jetzt noch nicht gerochen. Darf Gib mal her. nicht. Nein, Spaß. Ja, also auch Ja, ein frischer Molekülduft. Wir haben hier Isoe Super, Kaschmir, Moschusnoten. Total unisex, sehr gut zu tragen von grundsätzlich jedem. Er hat einfach nicht dieses Aquatische mit drin, was der Pacific Rock Moss explizit ein bisschen mehr hat, Ja, finde klar, ich. klar. Aber der ist wirklich schon Weichspüler, frische Wäsche, auch weiße Assoziationen, die mir da in den Kopf kommen. Also stimmt, muss ich dir tatsächlich recht geben. Ja. Wenn einer wirklich nach frische Wäsche riecht, dann ist es der 12. Ja. Chantal, noch einen Bonusduft, den haben wir jetzt gar nicht dabei, aber mir ist jetzt gerade aufgefallen, falls du jetzt wirklich sagst, ich möchte es ein bisschen mehr in die aquatische Richtung haben, dann probier doch mal von Hank, von der Marke Hank, den Lifeguard aus. Ja, der könnte vielleicht auch was für dich sein. Und lass dich nicht davon irritieren. Eigentlich sagt Hank, dass sie die ultimativen Männerdüfte entwickelt haben. Das ist nicht so. Meiner Meinung nach sind die wirklich teilweise sehr gut unisex zu tragen. Ja, vor allem, weil ich finde, Düfte haben grundsätzlich erstmal gar kein Geschlecht. So. Und der Duftgeschmack, der ist ja irgendwo Sehr individuell. sehr individuell und vielleicht auch ein Stück weit erlernt. Und deswegen probier den gerne mal aus, wenn du da Lust drauf hast. Das Wort zum Sonntag. Und wir drehen auch noch sonntags, gell? Aber Das wir sind noch nicht am Ende. Das ist keine Predigt, ja, eigentlich soll es eine Nachrichtensendung sein. Nein, Spaß. So, Gut. lass mal kurz reinschauen. Jetzt haben wir noch, last but not least,
Curly Pearly 2409. Ich muss sagen, ihr habt geile Namen. Ihr habt echt geile Namen. Ja. So, sie schreibt, Daumen hoch für individuelle Duftempfehlungen. Und ich suche zum Beispiel immer nach aromatischen und grünen Düften, die einen Hauch florale Noten mitbringen und dabei elegant sind. Ich liebe Bottega Venetas Lauro, Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus der Parco Pallidiano Kollektion. Ich bin so traurig, dass es den nicht mehr gibt. Erstmal, ich kenne den Duft nicht tatsächlich. Ich auch nicht. Aber wir haben mal so ein bisschen gespickelt, was da anscheinend drin sein soll. Jetzt sind Düfte einfach individuell, je nachdem. Also es gibt 2 Düfte, die haben genau das gleiche drin und die riechen doch komplett anders, weil einfach die Dosierungen anders sind. Das heißt, den Duft kennen wir beide nicht. Wir haben dir trotzdem, hoffe ich, ein paar grüne, elegante Alternativen mit dabei. Deswegen starten wir mal mit dem allerersten. Der ist schon grün. Der ist sehr, sehr grün. Das ist der Tennisclub von Kana. Du musst jetzt nicht unbedingt Tennis spielen oder in einem Tennisclub sein. War wichtig, wenn du es bist, ist das natürlich der Duft Nummer 1 für dich. Ja, ist ja klar. Ja, also finde ich einen super schönen Duft. Ich muss ehrlich sagen, in meinem Kopf passt so der Name nicht irgendwie zum Duft, aber ich spiele auch kein Tennis. Doch, ich erkläre dir gleich, wie es dazu passt. Sehr gut, ja. Zitrisch, frisch, sehr zitrisch, maritim. Ja, maritim. Ja, doch, maritim, aber also ich würde sagen aquatisch, also schon so ein bisschen aquatisch, geht für mich aber auf jeden Fall in den Hintergrund. Ich muss dich bestärken, weil ich meine, Kana Okay. Barcelona ist ja schon eine Marke, die so diese Vibes eben in Spanien aufgreifen möchte. Und wenn du dir hier einen schönen Tennisrasen vorstellst, in echt natürlich mit Gras, das sind so Pinien drumherum, die Sonne scheint, der Tennisplatz ist in der Nähe von einem Meer, dann kommt ich muss mal kurz was zwischenfragen. Ich bin ja absolut kein Tennisexperte, aber ich glaube nicht, dass man Tennis auf dem Gras spielt, oder? Doch. Doch. Schon. Da, wo dieser Duft schon inspiriert worden ist, spielt man auf jeden Fall Tennis auf dem Gras, bin ich mir sehr sicher. Sonst geht meine Assoziation nämlich nicht auf. Sonst macht die Geschichte keinen Sinn. Genau, also vielleicht die Besonderheit im Gegensatz zu dem, was wir über den Duft lesen konnten, den du uns mit auf den Weg gegeben hast. Hier sind jetzt keine so Kräuter mit drin. Das heißt, es ist jetzt kein kräuteriger Duft, aber er ist auf jeden Fall grün. Also er hat grüne Noten mit drin und hat für mich auch eine gewisse Eleganz. Also ich finde, den kann man wirklich super auch zu eleganten Anlässen tragen. Du kannst ihn aber auch perfekt im Alltag tragen. Also da würde ich überhaupt gar keine Einschränkungen sehen. Und ist halt so ein bisschen zitrisch auf jeden Fall mit drin. Machen wir weiter? Mach mal weiter. So, jetzt haben wir von Etat Libre d'Orange den You or Someone Like You. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gibt die Marke offiziell selbst gar keine Duftnoten aus für den Duft. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Oh, das riecht schon so schön. Der geht für mich, der geht für mich absolut in diese grün, minzige, krautrige Richtung. Könnte vielleicht auch ein bisschen näher an das hinkommen, was ich aus dem Duft rauslesen könnte, den du durchgeschickt hast. Hat auch so ein bisschen, wenn du ein Blatt nimmst und das dann zerdrückst und zwischen deinen Fingern reibst und dann an deinen Fingern riechst, dieses Blattgrün, dieses Chlorophyll. Also ich finde, das kommt hier sehr, sehr prominent. Oh, ich finde ihn ganz, ganz besonders. Also ich habe wenig Düfte gerochen, die so intensiv auch im ersten Riechen wirklich nach Minze, nach diesem krautigen riechen. Ich finde, der ist zum Beispiel schon sehr elegant. Also ich finde, der hat schon was Elegantes mit drin. Auch ein Duft, den du trotzdem auch im Alltag tragen könntest. Finde ich einen besonderen Duft. Habe ich in der Art und Weise tatsächlich lange nicht mehr gerochen. Ja. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir sonst etwas in unserem Portfolio hätten, was an den Duft rankommt, also von der Komposition her. Ich muss da wirklich an so eine Limo mit ganz viel Sprudelwasser denken. Und da ist Minze mit drin. Der ist echt, ich finde den echt erfrischend. Okay, hast du Durst? Ja, ein bisschen. Wir haben jetzt schon echt viel geredet, deswegen dann machen wir müssen jetzt wir schnell zum zu Ende. nächsten kommen. Ja, sehr gut. Jetzt gehen wir mal zu einem sehr, sehr grünen Duft, den wir haben. Und zwar von Ulrich Lang New York, der Apsu. Wenn ich jetzt so eine Liste machen würde mit grünen Düften, da wäre der safe dabei. Top 5, safe dabei. Ich bin froh, dass du auf den noch gekommen bist, weil ich hatte die Düfte schon so vorausgewählt und habe dann noch mal mit Alex so überlegt, naja, passen die wirklich? Können wir noch einen mit draufnehmen? Und dann hat er gesagt, guck mal, den Apsu können wir auch mitnehmen. Und ja, ich habe ihn schon so lange nicht mehr gerochen. Ja, du darfst auch, ja. Aber das ist, grün, holzig. Absolut. Ja, leicht holzig, muss man sagen. Der hat für mich nicht sowas, ich finde, der You or Someone Like You hat irgendwas ein bisschen Rundes, ganz kleines bisschen Süßes mit drin. Also für mich wirkt es süß und ich finde, der Apsu hat das nicht so. Also der ist für mich schon noch ein bisschen grün, frischer
und hat nicht dieses Runde, der ist nicht ganz so voluminös, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so ein bisschen beim You or Someone Like You, das ist so ein bisschen dieses süße Unternote der Minze, dieses ganz, ganz leicht süße. Das ist für mich so ein Charakterduft. Es gibt so Düfte, da finde ich, die stechen so heraus. Also die sind auch nicht von der Komposition für eine breite Masse gemacht. Da muss man schon einfach der Typ für sein und sagen, hey, ich setze jetzt mal ein Statement, das bin ich, das gefällt mir. Ja, und wir haben auch blumige Noten mit drin, aber die sind auf jeden Fall nicht im Fokus. Du hattest ja auch gesagt, das ist so leicht blumig. Könnte der absolut wirklich was für dich sein. Ja. Gut, jetzt machen wir mal den letzten. Der letzte ist auch von einer neuen Marke, die wir jetzt seit kurzem haben. Und zwar von der Marke Avant, der Pure Emerald. Soll auch purer Smaragd heißen. Purer Smaragd. Also grün. Aber Pure Emerald klingt irgendwie besser. Ja, auf Deutsch klingt alles irgendwie seltsam. Ein leicht grüner Duft mit für mich ganz klar wahrnehmbaren süßen Nuancen. Ja, ich glaube, die Marke sagt offiziell kandierter Apfel. Ich hätte jetzt nicht unbedingt einen Apfel rausgerochen, aber auf jeden Fall etwas Süßes. Nicht sehr Karamelliges, aber geht so ein bisschen leicht in diese Richtung. Und blumige Noten. Also ich finde die Rose, die da mit drin ist, die nehme ich riecht hier auf man jeden Fall schon. auch wahr. Ja, also das ist schon ein Duft, sind grüne Nuancen, aber die Rose, die hat schon Power auch in dem Duft. Die hat Power, ja. Ja. Der Duft geht etwas mehr als all die anderen in so eine feminine Richtung. Hast du noch was zu sagen? Ich hoffe einfach nur, dass wir euch ein bisschen Inspiration mitgeben können oder konnten. Und lasst auf jeden Fall mal gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat, ob es euch geholfen hat vor allem auch, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen euch ein bisschen Inspiration geben, gerne auch individualisiert und von dem her sind wir natürlich total glücklich, wenn ihr uns Feedback gibt. Und wie Alex gesagt hat, wer auch eine Duftempfehlung haben möchte, ab damit in die Kommentare. Wir schreiben uns auf jeden Fall all die Kommentare raus und schauen dann, was wir dir Schönes empfehlen und raussuchen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vergesst nicht, was denn jetzt? vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, falls ihr es noch Ja, nicht gemacht habt. das ist ja selbstverständlich, oder? Okay, So. bis bald. Dankeschön, Tschüss. ciao.